Hallo liebe Häkelfreunde, was passt besser in eine wunderschöne, verschneite Winterlandschaft als dieser schneeweiße, überweit geschnittene Pullunder mit diesem wunderschönen asymmetrischen Kragen. Ein gelungener Auftritt beim Après-Ski ist euch damit jedenfalls sicher. Der Schnitt ist einfach, der Kragen sieht sehr raffiniert aus, ist aber nicht schwierig gemacht. Das dekorative Muster erfordert zu Beginn ein bisschen Aufmerksamkeit, geht dann aber rasch von der Hand. Richtwerte zum Verbrauch findet ihr wie immer auf der Materialseite im Anfangsbereich des Videos. Und jetzt lassen wir die Häkelnadeln glühen, liebe Häkelfreunde. Ich wünsche euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Ich verwende die Soft and Easy von Schachenmeier, das ist die Farbe 01, ein Knäuel hat 100 Gramm und 235 Meter Lauflänge und besteht zu 100% aus Polyacryl, und ich verwende für die Anschlagskette eine Häkelnadel Nummer 3,5 und steige dann auf eine Häkelnadel Nummer 4 um. Ich starte mit einer Anfangsschlinge und häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich steche ein, hole den Faden durch. Ich masche eine Schlaufe ab und dann die restlichen 2. Ich steche in den Querfaden ein, das ist nur ein Faden, hole den Faden durch, ziehe ihn durch eine Schlaufe durch und dann durch die restlichen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen, einen Faden abmaschen und dann die anderen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln sozusagen zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind. Wir haben jetzt 4 gemacht. Wir brauchen eine Maschenzahl, die durch 5 teilbar ist, plus eine zusätzliche Masche, und ich mache für die Größe 40-42 eine Kette mit ca. 80 cm. Die anderen Maße schreibe ich euch hin und ich schreibe euch auch verwendbare Maschenzahlen hin. Und wenn ihr euer Maß und eure passende Maschenzahl erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Kette hat ca. 80 cm erreicht. Bei mir sind das zum Beispiel 131 feste Maschen. Die Anzahl kann bei euch natürlich anders sein. Jetzt steige ich auf eine Häkelnadel Nummer 4 um. Ich kippe die Kette, sodass die schönen Maschen oben sind. Ich häkle eine Luftmasche und ich häkle jetzt eine Reihe fester Maschen. Ich starte im ersten Maschenkopf mit der ersten festen Masche und häkle dieselbe Anzahl feste Maschen wie in der Vorreihe
und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe eine Reihe fester Maschen gehäkelt. Achtet darauf, dass die Maschenzahl gleich ist wie bei der Anschlagskette. Wir wenden die Arbeit und häkeln eine weitere Reihe fester Maschen. Wir starten mit einer Luftmasche und ich häkle die erste feste Masche sofort in den ersten Maschenkopf und ich häkle wieder dieselbe Anzahl fester Maschen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe fester Maschen zu Ende gehäkelt. Ganz wichtig, die Maschenzahl muss unverändert sein. Wir brauchen für das nachfolgende Muster eine Maschenzahl, die durch 5 teilbar ist, plus eine zusätzliche Masche. Wir wenden die Arbeit und wir starten das Muster mit einer Rückreihe. Wir häkeln zunächst 3 Luftmaschen, die zählen bereits als erstes Stäbchen und damit ist die erste Masche besetzt. Wir häkeln in die zweite Masche ein Stäbchen, sodass wir 2 Stäbchen nebeneinander haben. Wir häkeln 2 Luftmaschen, wir überspringen 2 Maschen und in die dritte Masche, die kommt, häkeln wir ein Stäbchen und daneben noch ein zweites Stäbchen und ein drittes Stäbchen. Wir haben 2 Stäbchen, 2 Maschen übersprungen mit 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Maschen auslassen, 3 Stäbchen nebeneinander häkeln, zwei Luftmaschen, 2 auslassen, 3 Stäbchen nebeneinander. Das sieht so aus und das machen wir die ganze Reihe so und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen. Hier sind noch 4 Maschenköpfe übrig. Wir häkeln 2 Luftmaschen, überspringen 2 Maschen und häkeln am Ende der Reihe 2 Stäbchen. Wir haben die Reihe auch mit 2 Stäbchen begonnen. Wir wenden. Die zweite Musterreihe beginnt mit einer Luftmasche und einer festen Masche in den ersten Maschenkopf über dem ersten Stäbchen und wir häkeln in die Lücke 5 Stäbchen. Ins mittlere Stäbchen der Dreiergruppe häkeln wir eine feste Masche und in die Lücke 5 Stäbchen. Eine feste Masche in die Mitte der Dreiergruppe, 5 Stäbchen in die Lücke, eine feste Masche ins mittlere Stäbchen. Das ergibt so schöne Bogen und das machen wir die ganze Reihe so und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig.
Ich habe 5 Stäbchen in die letzte Lücke gehäkelt. Jetzt haben wir hier noch die 2 Stäbchen aus der Vorreihe. Eins davon ist ein Ersatzstäbchen und hier häkeln wir in die dritte Luftmasche eine feste Masche. Die Reihe endet also so, wie sie begonnen hat, mit einer festen Masche ganz am Rand, und wichtig ist, dass ihr wirklich in die dritte Luftmasche einstecht. Nicht weiter unten, sonst zieht sich der Rand mit der Zeit zusammen. Die dritte Musterreihe beginnt mit 4 Luftmaschen. 3 davon sind ein Stäbchen, eine ist für den Abstand, und wir häkeln in die mittleren 3 Stäbchen der 5er Gruppe 3 Stäbchen. Wir häkeln 2 Luftmaschen, springen zur nächsten 5er Gruppe und häkeln in die mittleren 3 Stäbchen der 5er Gruppe 3 Stäbchen. Wir häkeln 2 Luftmaschen. Wir lassen insgesamt 3 Maschen aus und dann sind wir genau richtig bei den mittleren 3 Stäbchen. Und da häkeln wir 3 Stäbchen hinein. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 3 Stäbchen auf den letzten Bogen gehäkelt. 2 Maschenköpfe sind noch übrig. Wir häkeln eine Luftmasche und in die letzte feste Masche ein Stäbchen. Diese Reihe beginnt und endet also mit einer Lücke. Die 4. Musterreihe beginnt mit 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen, und wir häkeln in die Lücke weitere 2 Stäbchen. Das ist sozusagen ein halber Bogen. Dann häkeln wir in die Mitte der Dreiergruppe eine feste Masche und dann wieder in jeden Bogen 5 Stäbchen. Und immer in die Mitte der Dreiergruppe eine feste Masche. 5 Stäbchen in den Bogen. Eine feste Masche ins mittlere Stäbchen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen. Hier haben wir noch eine Lücke. Hier habe ich die letzte feste Masche in die Mitte der Dreiergruppe gehäkelt und wir häkeln in die Lücke 2 Stäbchen und ein Stäbchen in die dritte Luftmasche von unten. Und auch hier, es muss die dritte Luftmasche sein, nicht weiter unten einstechen. Das war der erste Mustersatz, er besteht aus 4 Reihen. Ich zeige euch alle 4 Reihen noch einmal. Jetzt kommt wieder die erste Musterreihe. Sie beginnt mit 3 Luftmaschen, damit ist die erste Masche besetzt
und daneben häkeln wir ein zweites Stäbchen, dann häkeln wir 2 Luftmaschen, lassen 3 Maschen aus und in die Mitte der Fünfergruppe häkeln wir 3 Stäbchen nebeneinander. Wir häkeln 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen in die mittleren Stäbchen der Fünfergruppe. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen. Hier habe ich die letzte Dreiergruppe gehäkelt. Ich häkle 2 Luftmaschen und am Ende der Reihe haben wir 3 Stäbchen. Da häkeln wir ins vorletzte Stäbchen ein Stäbchen und dann in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens noch ein Stäbchen, sodass wir auch am Ende der Reihe 2 Stäbchen haben, genauso wie am Anfang der Reihe. Wir wenden. Die zweite Musterreihe beginnt mit einer Luftmasche und einer festen Masche ins erste Stäbchen. Und dann können wir schon mit den Fünfergruppen beginnen. 5 Stäbchen in die Lücke, eine feste Masche in die Mitte der Dreiergruppe, 5 Stäbchen in die Lücke, eine feste Masche in die Mitte der Dreiergruppe und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ich habe 5 Stäbchen in die letzte Lücke gehäkelt. Am Ende bleiben 2 Stäbchen übrig und eins davon ist ein Ersatzstäbchen und in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkeln wir eine feste Masche. Die dritte Musterreihe beginnt mit einer Lücke. Wir starten mit 4 Luftmaschen. 3 davon sind ein Stäbchen, eine für den Abstand. Und wir häkeln in die Mitte der Fünfergruppe 3 Stäbchen. Hier haben wir eine Masche ausgelassen. Wir häkeln 2 Luftmaschen, überspringen 3 Maschen und häkeln immer in die Mitte der Fünfergruppe 3 Stäbchen nebeneinander. 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen in die Mitte der Fünfergruppe nebeneinander, in die mittleren 3 Stäbchen. Und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen. Ich habe die letzte Dreiergruppe gehäkelt und die Reihe endet, wie sie begonnen hat, nämlich mit einer Lücke. Und die besteht am Ende der Reihe aus einer Luftmasche und einem Stäbchen in die feste Masche ganz am Rand. Und wir kommen zur vierten Musterreihe. Die beginnt mit 3 Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen und wir häkeln 2 Stäbchen in die Lücke, eine feste Masche in die Mitte der Dreiergruppe und dann sind wir wieder im Muster drin. 5 Stäbchen in die Lücke, und eine feste Masche
in die Mitte der Dreiergruppe. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ich habe die letzte feste Masche in die Dreiergruppe gehäkelt. Wir häkeln am Ende der Reihe 2 Stäbchen in die Lücke und das letzte Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Jetzt haben wir den Mustersatz zweimal gehäkelt und wir wiederholen den Mustersatz so lange, bis das angegebene Maß erreicht ist. Das schreibe ich euch oben hin und ich ende mit einer Rückreihe, also mit einer Reihe mit solchen Dreiergruppen. Und wenn ihr euer Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Teil hat die gewünschte Höhe erreicht. Ich habe mit einer Rückreihe geendet. Ich habe das Teil bereits gewendet und ich häkle zum Abschluss eine Reihe feste Maschen. Bei mir ist jetzt am Rand eine Lücke, das kann bei euch auch anders sein, wenn ihr mit dieser Reihe geendet habt. Es muss nur eine Rückreihe sein. Bei mir ist jetzt am Rand eine Lücke. Ich häkle zuerst eine feste Masche in das Stäbchen. Dann haben wir hier eine Luftmasche und ich häkle pro vorhandener Masche eine feste Masche und in die Lücken 2 feste Maschen. Also einfach pro vorhandener Masche eine feste Masche. Und bei den Luftmaschen häkle ich um die Luftmaschen herum und nicht in die Masche hinein. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet, wie sie begonnen hat. Bei mir mit einer festen Masche in die Lücke und einer festen Masche in die dritte Luftmasche. Wenn ihr am Rand Stäbchen habt, ist die Sache sowieso klar. Ich ende mit einer Luftmasche. Ich lasse ca. 3 Meter Faden dran, den schneide ich dann ab und ziehe ihn durch und dann braucht ihr ein zweites völlig identisches Teil, ganz genau gleich wie dieses, mit gleich vielen Maschen und gleich vielen Reihen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das zweite Teil angefertigt, völlig gleich wie das erste. Ich habe die beiden Teile so aufeinander gelegt, dass die schöne Seite jeweils innen ist. Das erkennt ihr am Anfangsfaden. Beim unteren Teil ist der Anfangsfaden auf der rechten Seite, beim oberen Teil ist der Anfangsfaden auf der linken Seite. Und ich habe folgende Vorbereitungen getroffen. Ich habe zuerst genau die Mitte markiert und die beiden Teile mit einer Klammer zusammengefügt. Die Mitte ist bei mir eine Lücke, es kann bei euch auch eine Gruppe sein. Am besten zählt ihr die Gruppen und markiert euch genau die Mitte der Teile. Das ist ganz wichtig. Auf beiden Seiten müssen gleich viele Gruppen oder Lücken sein. Und dann habe ich von der mittleren Klammer in beide Richtungen 14 bis 15 cm hinüber gemessen und wieder eine Klammer gesetzt. Auch hier müssen gleich viele Gruppen auf beiden Seiten sein und auch bei den Schultern müssen es auf beiden Seiten gleich viele Gruppen sein. Und dann nehmen wir uns den Faden, den wir dran gelassen haben. Wir stechen zunächst ganz am Rand durch beide Teile durch, bei den äußersten Maschen
Wir holen den Faden durch, häkeln eine Luftmasche und häkeln dann eine feste Masche ganz am Rand und dann schließen wir Masche für Masche die Naht bis zur Klammer. Dann, wenn ihr diese Naht gemacht habt, dreht ihr euch das ganze Teil auf die andere Seite um und beginnt wieder von außen nach innen die Naht zu schließen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe beide Schulternähte geschlossen. Die Nähte habe ich auseinandergezogen, dass sie schön flach sind. Wir befinden uns auf der schönen Seite und wir häkeln jetzt den Kragen dran und dazu beginne ich in der Nähe der Schulternaht, steche ich ein, hole den Faden durch, ich mache einen Knoten, ich steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen und ich häkle in jede Masche ein Stäbchen einmal rundherum, bis wir wieder hier ankommen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und schließe in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche zur Runde. Ich häkle 3 Luftmaschen und ich wende die Arbeit und häkle immer eine Reihe auf der Innenseite und eine Reihe auf der Außenseite. Also ich häkle jetzt alle Stäbchen wieder zurück, bis ich wieder hier ankomme und dann zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen und schließe wieder in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Ich häkle 3 Luftmaschen und wende die Arbeit und häkle die Reihe wieder zurück und ich häkle den Kragen auf diese Weise circa 10 cm hoch und wenn ihr die Arbeit zwischendurch weglegen wollt, empfehle ich immer zuerst zu wenden und dann ein paar Stäbchen zu häkeln, dann müsst ihr nicht darüber nachdenken, in welche Richtung ihr gerade unterwegs seid. Und wenn ihr 10 cm hochgehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe meine 10 cm hochgehäkelt. Bei mir sind das 8 Reihen. Das kann bei euch auch ein bisschen anders sein, das spielt keine Rolle. Ich habe noch einmal zur Runde geschlossen. Ich wende noch einmal und häkle jetzt wieder in Stäbchen weiter. Dieselbe Anzahl an Reihen, aber ab sofort schließe ich nicht mehr zur Runde, sondern lasse hier offen und häkle bis hierher und dann wieder wenden und einfach offen dieselbe Anzahl an Reihen häkeln, wie ihr bisher schon gemacht habt. Und wie das aussieht, seht ihr in der nächsten Einstellung. Willkommen zurück, ich habe weitere 8 Reihen hochgehäkelt und habe dabei nicht mehr zur Runde geschlossen, sodass hier ein Schlitz entstanden ist. Die Maschenzahl ist nach wie vor unverändert. Und jetzt häkle ich am Schlitz entlang. Ich starte mit 3 Luftmaschen und häkle um das Randstäbchen herum ein Stäbchen und um das Stäbchen herum häkle ich eine Dreiernoppe, das heißt,
um das Stäbchen, das wir gerade gemacht haben. Wir holen einen Umschlag, holen den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden ein zweites Mal durch, ein Umschlag, den Faden ein drittes Mal durch und maschen alle Fäden gemeinsam ab. Wir springen zum nächsten Stäbchen und häkeln ein Stäbchen und immer um das Stäbchen, das wir gerade gemacht haben, häkeln wir eine Noppe. Ein Umschlag, den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden zweimal durch, ein Umschlag, den Faden dreimal durch und die Schlaufen nicht zu klein machen, damit ihr mit der Nadel gut durchkommt. Und wir springen zum nächsten Randstäbchen, häkeln ein Stäbchen und eine Noppe drumherum. Und das machen wir, bis wir hier unten ankommen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin hier unten beim Schlitz angekommen. Hier habe ich in die letzte Lücke ein Stäbchen mit Noppe gehäkelt und jetzt springe ich einfach auf die andere Seite hinüber und häkle wieder um das Randstäbchen herum ein Stäbchen mit Noppe und dann springe ich zum nächsten Stäbchen und häkle hinauf bis zur Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. In der obersten Reihe habe ich 3 Stäbchen mit Noppen in eine Einstichstelle gehäkelt, sodass wir gut um die Kurve kommen. Jetzt kommen wir zu den schönen Maschen und hier mache ich es so, ich lasse das erste Stäbchen aus und häkle auf jedes zweite Stäbchen ein Stäbchen mit Noppe drumherum. Immer eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln und eine Noppe drumherum. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Hier sind die 3 Luftmaschen, mit denen wir die Runde begonnen haben. Und in diese letzte kleine Masche häkle ich noch 2 Stäbchen mit Noppe drumherum. Das war das erste und dann noch ein zweites mit Noppe und dann schließe ich in den Kopf der ersten Noppe, die wir am Anfang gemacht haben, zur Runde, so dass wir auch hier eine schöne Ecke haben. Diese 3 Luftmaschen vom Beginn sind dann kaum mehr sichtbar. Am Ende häkle ich eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Der muss natürlich vernäht werden und wir sehen uns gleich bei den Seitenkanten wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Faden vernäht beim Kragen und ganz wichtig, ich habe den Kragen ordentlich in die Breite gezogen, damit er nachher schön fällt. Und ich habe das Teil so hingelegt, dass die schöne Seite oben ist. Das erkennt ihr auch hier an der Schulternaht. Und wir bearbeiten jetzt die seitliche Kante. Dazu beginnen wir an einer Unterkante. Wir holen uns ganz am Rand den Faden durch, häkeln 3 Luftmaschen und dann häkle ich daneben ein Stäbchen
und häkle wieder eine Noppe drumherum. Und hier müsst ihr jetzt schauen, dass der Abstand ungefähr passt mit den Stäbchen. Dann ein Stäbchen häkeln und wieder eine Noppe drumherum und einfach schauen, dass immer ungefähr gleich viel Platz zwischen den einzelnen Noppen ist. Das Ganze muss schön flach werden. Es darf sich nicht wellen, aber auch nicht zusammenziehen. Schön flach, und das machen wir bis zur anderen Unterkante und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis zur anderen unteren Kante Noppen gehäkelt und ich habe mit einem Stäbchen ohne Noppe ganz am Rand geendet und ich habe das Teil zusammengeklappt, so dass die schöne Seite jetzt innen ist. Die Schulternaht ist hier und jetzt häkeln wir die beiden Teile ein Stück zusammen. Hier lassen wir ein Stück frei für den Arm und da schreibe ich euch Richtwerte oben hin. Ich beginne mit einer Luftmasche und steche hier vor der Noppe ganz am Rand durch beide Teile durch. Hinten ebenfalls ganz am Rand einstechen und eine feste Masche häkeln. Und dann nehme ich immer die obersten zwei Fäden der Noppe und häkle eine feste Masche und eine feste Masche in diese Masche zwischen den Noppen. Eine feste Masche durch die obersten zwei Fäden der Noppe und eine immer zwischen den Noppen in diese Masche. Und wir schließen die Naht bis zum angegebenen Maß. Und wenn ihr die Naht geschlossen habt, macht ihr die zweite Seite genau gleich und dann ist unser toller Polunder fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieses schicken Oversized Polunders und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.